Bist du eine Herstellermarke, willst Endverbraucher direkt erreichen, aber die Websites deiner Händler sind einfach 10-mal cooler als deine? In dieser Folge teile ich 8 Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren von unseren Direct-to-Consumer-Kunden gewonnen habe. Viel Spaß! Die folgenden Erkenntnisse sind eine Mischung aus Empfehlungen, die sehr gut für D2C-Kunden von uns funktioniert haben und typische Fehler, die wir bei D2C-Brands immer wieder sehen. Aber lass uns loslegen. Nummer 1, implementiere keine kreativen oder besonderen Navigationsmenüs. Warum? Ganz einfach. Besondere, außergewöhnliche Navigationsmenüs sind für Benutzer nur verwirrend und nicht intuitiv und wie es auch im Buch Don't Make Me Think beschrieben wird, dynamische, besondere Menüs erzeugen nur mehr Reibung. Und ich glaube, ein häufiger Fehler, vor allem im D2C, ist, man will als Brand auftreten und sich alles anders machen, das Rad neu erfinden, creative sein, fair enough, aber nicht im Menü. Aber ein wirklich erschreckendes Menü, Negativbeispiel, ist hier, wenn wir uns H&M anschauen. Wir sehen hier das Klassische und man denkt sich, okay, das ist eher ein klassisches Menü, aber wenn man da jetzt drüber fährt, dann ist das jetzt nicht Dropdown und ich sehe alle Produkte, sondern ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um es zu verstehen. Ich klicke jetzt zum Beispiel auf Herren, dann muss ich hier klicken und dann kann ich in Herren navigieren. Total counterintuitive, würde man nie so machen und das ist sicher nicht der Grund, warum H&M so viel Traffic hat. Nummer 2, verwende beschreibende und nicht markenspezifische Kategorienamen. Wenn Kategoriebezeichnungen entweder Branchenjargon oder markenspezifische Begriffe enthalten, fällt es Benutzern schwer, das Produktangebot wirklich zu verstehen. Das ist eben wieder oft, was D2C-Brands einfach ganz extrem haben im Verhältnis zu anderen Geschäftsmodellen. Das ist wieder diese firmeninterne Weltsicht. Und weißt du, wen diese firmeninterne Weltsicht null interessiert? Richtig, deine Zielgruppe, die Benutzer. Ich weiß, der CEO findet es genial, aber Geld, glaube ich, findet er cooler. Ein Positivbeispiel dafür, wie man das als Mischung sehr gut machen kann, ist meiner Meinung oder ist aus meiner Sicht IKEA. IKEA hat für die Produkte ganz individuelle Benennungen und ein ganz eigenes Konzept, super Branding, aber trotzdem haben sie es geschafft, Produktkategorien so zu nennen, wie Menschen die eben nennen. Und das ist gutes UX, das ist eine gute Benutzererfahrung. Ein Negativbeispiel, was jetzt manche triggern wird, am allermeisten unseren COO Georg, einen richtigen Apple-Fanboy, Negativbeispiel ist Apple. Hier alles sind interne markenspezifische Begriffe. Ist das jetzt für Apple schlecht? Nein. Wenn du so groß bist und eigentlich neue Produktkategorien geschaffen hast, das heißt, ein Mac ist ja nicht irgendein Computer, sondern es ist schon wieder eine eigene Produktkategorie. Wenn du so groß und so bekannt bist bei deiner Zielgruppe und so eine starke Marke hast, kannst du das machen, aber für 99,99% aller Unternehmen nein, 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 nein. Nummer 3. Produziere und verlinke Ressourcen und Anleitungen in der Hauptnavigation. Warum? Als Hersteller, der auch direkt vertreibt, geht es dir nicht nur darum, über deinen Shop oder über deine Website zu verkaufen, sondern ja auch generell deine Marke und Positionierung zu pushen. Das heißt, am Ende des Tages ist es dir dann oft auch egal, ob bei einem Händler gekauft wird oder bei dir. Natürlich willst du, wenn du D2C machst, auch über das Ganze pushen, aber du willst das Ganze ganzheitlicher betrachten. Das heißt, du solltest deine Webseite als zentrales Instrument in deinem Kosmos sehen, der auch die Verkäufe über andere Kanäle stärkt. Deswegen kann Educational Content auch weiter oben im Funnel. Also bei einem klassischen Online-Shop, Händlershop, sind da Ratgeber und so weiter wichtig? Eher nein, weil es ist einfach sehr kommerziell, transaktional und der hat auch nicht wirklich einen Vorteil, die Customer Journey wirklich sehr umfangreich zu begleiten. Aber du bist im D2C, das ist eine besondere Situation und da kann Educational Content sehr, sehr wertvoll sein. Außerdem, und das ist ein ganz wichtiger Insight, baust du so alternative Einstiege zu deinen Produkten oder deinen Leistungen ein. Es geht nicht nur mehr der Weg von den Produktkategorien zu deinen Produkten, sondern, und da zeige ich euch jetzt einfach ein Beispiel, wie IKEA das macht. Es gibt nicht nur die Kategorie Betten, wo sie dann ranken wollen und so weiter als Beispiel, sondern sie haben diese
diesen ganzen Bereich mit Einrichtungsstile für unterschiedliche Räume und eben, sie haben Einrichtungsstile, dann diese Inspiration vor Raum und das ist ein grandioser Einstieg. Okay, ich will jetzt Landhaus rustikal, dann klicke ich da drauf, dann kriege ich da Inspiration und dann geht es gleich zu den Produkten. Das heißt, ich habe einen neuen Pfad zu den Produkten geschaffen und um vielleicht diesen Punkt abzuschließen, als D2C-Brand will ich natürlich die Produktkategorien abdecken, aber ich will das auch drüber und ich will auch das darunter abdecken, nämlich was passiert nach dem Kauf, wie erzeuge ich jemanden, der meiner Marke loyal bleibt. Und da kommen wir zu Punkt 4. Stelle zusätzliche Produktinformationen wie zum Beispiel Handbücher und weitere Informationen zum Produkt bereit. Warum ist es wichtig? Benutzer mit besonderen Kaufpräferenzen und Anforderungen benötigen oft extrem detaillierte Produktinformationen, um die Eignung eines Produktes zu überprüfen. Wenn du jetzt deine Händler, die haben ein gewisses Framework, da passt das nicht rein, aber du kannst eben mehr auf deiner Webseite anbieten, damit deine Webseite auch eine Daseinsberechtigung hat und damit du vielleicht irgendwann cooler wirst als deine Händler. Bei Produkten in Branchen wie eben Beauty und Bekleidung ist es zum Beispiel so, dass die Leute nach zusätzlichen Informationen zum Beispiel zur Markengeschichte, Nachhaltigkeit, Herstellungsethik suchen. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht zeigen will, ist, was Lego macht. Velociraptor ist mein absoluter Lieblingsdinosaurier, ist meiner Meinung nach der beste Dinosaurier, den es überhaupt gibt. Und die haben jetzt, okay, sie haben da voll viele Fotos, sie haben ein Video, vielleicht haben das andere Händler von ihnen auch. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob Lego über Händler verkauft, aber ist jetzt egal, aber es ist klassisch D2C. Dann gibt es auf den Produktseiten auch gleich Bauanleitungen, wirklich zu den einzelnen Sachen, also zum Dinosaurier, zu diesem Ding, Das ist wieder ein Mehrwert, den ich bieten kann und der die Erfahrung einfach noch schöner machen kann für den User. So, Punkt 5. Strukturiere Produktbeschreibungen nach Produkt-Highlights. Und das sehe ich viel zu selten, obwohl das absoluter Standard ist und einfach unvorstellbar gut funktioniert. Warum funktioniert das gut? Weil du hast jetzt diese Produktseite, dann ist es voll oft, dann hast du da irgendwie in Bullet Points die Punkte, was die Vorteile von dem Produkt sind und dann hast du vielleicht noch einen Textblock, um ein bisschen in die Details zu gehen. Aber was du dabei vergisst, ist, wie konsumieren wir am schnellsten und am besten Informationen, Bilder und am allerbesten, wenn ein konkreter Vorteil und dann ein Bild dazu ist. Also vielleicht ist es manchmal ein Begriff. Call-out-Thumbnails, das ist das, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat und das Produkt hat gewisse Eigenschaften und dann hast du, okay, du hast diesen Vorteil oder dieses Tolle und dann ist im Foto fokussiert auf diesen speziellen Aspekt. Und das ist prinzipiell, wie du Produkt-Highlights kommunizierst. Und um da ein Beispiel zu zeigen, ist jetzt von ich weiß nie, wie man sie ausspricht, auf jeden Fall eine Musikmarke, die meiner Meinung nach sehr coole Geräte macht und deren Produkte sieht so aus, man sieht schon eben ganz klassisch D2C, wunderschön, aber trotzdem auch das Klassische, wie halt eine Produktseite in einem Shop aussehen sollte und dann haben sie alles Produkt-Highlights. Okay, elegantes Design, da habe ich einmal ein Bild von dem und eine genauere Beschreibung. Dann habe ich, okay, Perfektion bis zur letzten Note, keine Kompromisse, dann habe ich das wieder verbunden mit einem Bild. Dann habe ich wieder Musik hören ohne Kompromisse, dann habe ich es wieder verbunden mit einem Bild und so weiter. Und die haben das jetzt sehr emotional gemacht, aber du kannst es wirklich genau auf, okay, keine Ahnung, ich bin ein Hersteller von Fenster und meine Fenster haben, keine Ahnung, irgendeine Einbruchssicherung, dann sage ich, hey, einbruchsichere Fenster und dann fokussiere ich auf dieses Metallteil, was dafür sorgt, oder sie sind leicht zu reinigen, dann fokussiere ich auf die Oberfläche von diesem Produkt. Ganz, ganz wichtig. Das sind Sachen und Inszenierungen, die du bei einem Händler nicht machen kannst, aber die du als D2C-Webseite, Shop schon machen kannst und die Gamechanger sind, um auch Daseinsberechtigung von diesem Konzept zu machen. Nummer 6. Investiere in die Überwachung von Diskussionen über die Webseite und Marke außerhalb deiner eigenen Plattform. Warum ist das wichtig? User werden Markenbehauptungen und Bewertungen auf deiner Webseite mit externen Ressourcen bestätigen. Weil sonst ist es so, okay, auf der Herstellerseite Bewertungen zu den Produkten von einem Hersteller
sind da die schlechten Bewertungen auch publiziert oder sind da nicht, das kann ich nicht ernst nehmen. Das heißt, daher solltest du dringend eben in Online-Reputationsmanagement und auch so Überwachung von Plattformen investieren, damit du verstehst, okay, wie ist es gerade Sentiment zu deiner Marke und so weiter. Auch kann es eben sehr sinnvoll sein, qualitativ hochwertigen Social-Media-Inhalt direkt auf der Website zu integrieren, um die Vertrauenswürdigkeit zu steigern, weil wenn du es direkt einbindest, dann sind es ja echte User, die was da irgendwas kommunizieren. Vielleicht ein Aspekt, den man als D2C gar nicht auf den Blick hat, ist, sagen wir mal, du denkst dir jetzt, okay, Search ist der größte Channel und dann würdest du recht haben, aber wie es oft ist, hier suchen Leute dann wirklich nach Produkten, aber hier bilden sie sich oft auch schon eine Meinung über, was aktuell die besten Produkte in dieser Produktkategorie sind. Das heißt, ist das, wo du prinzipiell dein Budget spenden solltest? Ja, aber hier solltest du genau zuhören, wie die Leute über deine Produkte sprechen, welche Features du entwickeln solltest, wie Sentiment generell zu deiner Marke ist und so weiter und so weiter. So, dann kommen zum Abschluss noch 2 Punkte, die sich eher um Depriorisierung drehen. Und ich glaube, viele im Marketing sollten sehr glücklich sein. Nicht alles ist wichtig, manche Sachen sind vielleicht nicht so wichtig, in die du voll viel Zeit steckst. Sagen wir Nummer 7. Depriorisiere die Suchfunktion bei deiner D2C-Website. Und jetzt da ein kleiner Disclaimer. Die Ausnahme, du hast als Hersteller oder Marke einen sehr großen Produktkatalog, dann ist die Suchfunktion wichtig, aber die meisten D2C-Brands haben eher ein kleines Portfolio im Vergleich zu zum Beispiel einem Händler, logischerweise. Warum ist das wichtig? Benutzer verlassen sich im D2C-Kontext, basierend auf sehr vielen Studien, hauptsächlich auf die Hauptnavigation und das manuelle Durchsuchen von Produkten. Bei einer kleinen Produktauswahl solltest du in eine klare Navigation, Bilder und detaillierte Produktbeschreibungen investieren, bevor du jetzt wirklich diese Suchfunktion angehst. Wenn du jetzt ganz viele Produkte hast, dann vergiss bitte diesen Punkt, aber sonst auf jeden Fall. Punkt 8. Depriorisiere Nutzerbewertungen. User sind logischerweise super skeptisch gegenüber Bewertungen vom Hersteller, also zu den Produkten vom Hersteller auf seiner Webseite selbst. Sie werden also sowieso fast nur Bewertungen auf Drittseiten, auf Bewertungen von Drittseiten vertrauen. Dementsprechend kannst du diesen Part depriorisieren. Heißt das, dass ich jetzt damit sage, keine Nutzerbewertungen auf deiner Webseite? Nein, das sage ich nicht. Aber oft ist es, wie gesagt, wir alle wissen, Dev-Tickets müssen wirklich wichtig sein, dass sie in den nächsten 10 Jahren umgesetzt werden. Dementsprechend, das ist ein Thema, was im D2C vielleicht nicht so wichtig ist. Ich hoffe, diese Folge hat dir weitergeholfen und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.